Moin Leute und herzlich willkommen in einer neuen Folge an so einem wunderschönen Tag hier. Wir drehen heute eine AKF. Hauptsächlich geht es ein bisschen um Raps, aber weil es auch in den letzten Folgen mal ein bisschen gefragt wurde bei der Zwischenfrucht. Hannes, kannst du nochmal Zwischenfrucht zeigen, wie die so aussieht? Hier sind wir jetzt bei der erst gedrillten Zwischenfrucht. Und erinnert euch, hier hat der Ideal massig Verluste verloren. Also der Drescher, der hier beim Dreschen war, und demzufolge sieht es auch so aus. Der ganze Rest, seht ihr auch, ist runtergefroren. Genau, hier wo halt die Zwischenfrucht üppig war, und so soll es eigentlich auch sein, seht ihr das? Ist natürlich hervorragender Druck gegenüber Beikräuter und Ungräser. Also genau so soll es eigentlich aussehen, so wie hier, ne? Hier war halt zwischen den Spuren, wo wir die Saatgutablage halt auch gut hinbekommen haben. Ja, da sieht es halt so aus, und so sieht es halt hervorragend aus. Wenn man es richtig hinbekommt, sieht es wirklich gut aus. Dann hat man hier nur noch ein bisschen Ausfallgerste so dazwischen. Aber im Groben und Ganzen ist halt alles weg. So soll es halt aussehen. Aber leider Gottes hat er auch sehr, sehr viel Verluste abgeworfen, der Mähdrescher. Und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Der Boden ist aber mürbe. Ich meine, ist auch von Vorteil, wenn er halt durchwachsen ist, der Boden, ne? So sieht er jetzt aus hier. Tendenziell würde ich hier, also wie jedes Jahr eigentlich, nur noch Striptill-Verfahren machen. Das heißt, wir lassen hier alles an der Oberfläche, bringen die Gärreste unterirdisch ein und legen hierauf Mais. Ja, das sollte auch kein Problem sein. Auch hier das oberflächliche Material, das bricht eigentlich schön. Ich glaube, das wird sich nicht aufschieben. Ja, wenn müssen wir es doch ganz flach einmal mit der Scheibenecke bearbeiten, dass wir sozusagen das Material ein bisschen brüchig bekommen. Aber erstmal würde ich es ohne probieren, ob das Striptill-Gerät hier durchgeht. Ja, das ist im Prinzip meine Strategie. Also so wie hier soll es eigentlich aussehen. Schöne Zwischenfrucht, abgefroren. Es sind auch nur abfrierende Komponenten hier drin. Und hier mit der Gerste, so soll es natürlich nicht aussehen. Aber ist ja nicht so, wenn man grubbert oder so, dass man dann keine drin hat, sondern ja, die hat man ja trotzdem, diese Kollegen. Wir können natürlich hier, die andere Variante wäre jetzt hier mit der Scheibenecke, Gülle mit der Scheibenecke einarbeiten, grubbern und dann den Mais legen. Das wäre natürlich die Variante ohne Totalherbizid. Die funktioniert auch. Ich habe das ja jahrelang gemacht. Bevor ich das Striptill-Gerät hatte, habe ich viele Jahre fluglos gemacht, und das auch ohne Totalherbizid. Das geht wunderbar. Also wie das geht, weiß ich. Aber wir haben ja diese Möglichkeiten und können ja sozusagen diese Minimalbodenbearbeitung dann auch durchführen. Das heißt, Striptill, dann danach Totalherbizid oder vorher Totalherbizid. Geringe Aufwandmenge, 0,8 Liter oder irgendwas in der Region. Und dann ist das Ganze auch Geschichte, und dann können wir den Mais legen. Dann haben wir oben drauf eine schöne bedeckte Schicht für die ganzen Pflanzen, die sozusagen den Boden beschattet, und die Regenwürmer haben permanent ein bisschen was zum Naschen. Gut, aber jetzt fahren wir erstmal zum Raps, da wollen wir ja eigentlich hin. So, da sind wir angekommen. Hier unser Raps. Ja, hier war ja im Prinzip Striptill-Verfahren haben wir hier gemacht, dann ist Einzelkornraps. Um den 20. August hat das Ganze stattgefunden. Dann eine Vorauflaufbehandlung mit einem Herbizid, einem Bodenherbizid. Und dann war ich noch einmal hier gegen Erdfloh und Gräser behandeln, beides zeitgleich. Habe dabei noch ein Bohr und Molybden mitgenommen und Mangan, also noch ein paar Mikronährstoffe. Gehen wir ein bisschen weiter rein. Hier so das Kleine, hier um so einen Masten rum. Wenn man mit der Spritze so ein bisschen einen kleinen Bogen fährt, da geht da teilweise auch ein bisschen mehr vom Bodenherbizid drauf. Sieht man das so aus, aber alles im Allen sieht der hervorragend aus. Der wurde nicht kurz gespritzt, das heißt, ich habe hier keinen Wachstumsregler eingesetzt. Der ist, wie er ist, genau so gewachsen. Ja, Einzelkornraps neigt sowieso nicht so richtig zum Abheben des Vegetationskegels oder ein bisschen weniger, weil er auch ein bisschen deutlich mehr Platz hat. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Stiefmütterchen drin, das ist das Einzige, was man sieht. Ich war auch hier, ja, noch mal Ende Oktober, noch mal nachgucken. Wir haben die Wurzeln aufgeschnitten und haben geguckt, ob wir eventuell Larven finden in der Wurzel, aber das war auch nicht der Fall.
Ja, man kann hier noch ein bisschen gucken, wenn man die natürlich aufschneidet. Wenn Hannes natürlich noch ein Messer mit hätte, dann hätten wir die noch aufschneiden können und nochmal geguckt, ob wir da eventuell nochmal einen Bohrmangel feststellen können. Dann wäre sozusagen der Wurzelhals hohl. Aber alles in allem sieht es sehr gesund aus. Er hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen mehr auf den Boden gebracht. Wir sehen hier, ein paar Blätter sind natürlich hier weggegangen, aber das ist völlig normal. Aber alles in allem sind das natürlich schöne, kräftige Pflanzen. Der Bestand ist sehr, sehr homogen, wie ihr das auch seht. Wenn wir jetzt so ein bisschen vom Vorgewende natürlich weggegangen sind, dann ist der Bestand natürlich auch sehr, sehr homogen. Und das, was wir die nächsten Wochen noch mal machen wollen, ist vielleicht ganz interessant. Wir wollen zusammen mit Isaria, mit dem Sensor, noch mal einen Scan machen über die Rapspflanzen. Das, was man normalerweise im Herbst macht. Das wollen wir einfach noch mal im Frühjahr probieren. Ja, hier sehen wir eine schön lange Wurzel. Wenn wir jetzt ein paar Bodenverdichtungen oder ähnliches gehabt hätte, wäre die dann irgendwo gestaucht. Aber ihr seht, der Boden ist gut durchwurzelbar. Wir haben hier auch weiße Wurzeln, das heißt, der Bestand ist aktuell am Wachsen. Da. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, weiße Wurzel ist immer Indikator für frisches Wachstum. Das heißt, die Pflanzen wachsen aktuell. Klar, so kalt ist es momentan noch nicht. Wir haben nachts zwar ein bisschen Frost, aber dann haben wir auch wieder Tage, wo es 10 Grad am Tag sind. Eigentlich, ja, soll es ja nicht so sein. Ne? Eigentlich soll es ja jetzt Winter sein und kälter sein. Für die ganzen Insekten muss man sagen, ist es auch besser hinsichtlich des Befalls, wenn es richtig schön kalt ist. Also wenn auch wirklich mal ein richtiger Winter kommt. Und auch Pilze, das reduziert die Bestände dann doch tatsächlich ein bisschen mehr. Ne? Als wenn jetzt beispielsweise hier so ein lauwarmer Winter ist. Fatal wäre es natürlich, wenn die Bestände jetzt anfangen zu wachsen und weiter wachsen und dann kommt nochmal ein richtig heftiger Wintereinbruch mit Kahlfrösten. Das ist natürlich immer relativ schwierig. Aber ansonsten schafft natürlich auch so ein lauwarmer Winter ein bisschen Vegetationszeit. Also die Pflanzen haben dann doch ein bisschen mehr Zeit zum Wachsen, können doch nochmal den einen oder anderen Nebentrieb bilden. Und irgendwann geht ja der Tag von Kurztag in Langtag. Und dann hat die Pflanze auch diesen Impuls so, aha, jetzt gehe ich in die generative Phase. Das heißt, das Wachstum in die Breite ist jetzt vorbei. Jetzt geht es nach oben, jetzt geht es ans Blühen und jetzt geht es an Körnerbilden. Das Ganze macht der Weizen natürlich auch. Damit das Ganze stattfinden kann, muss aber ein Bestand vernalisiert sein. Mit V geschrieben, Vernalisation. Vereinfacht gesagt ist das immer der Prozess der Winterhärte. Das heißt, im Prinzip ist das der Reiz, den die Pflanze braucht. Es wird kalt, enzymatische Prozesse werden in der Pflanze in Gang gebracht und dann weiß die Pflanze, jetzt ist Winter. Sie erhöht dann quasi die Nährstoffkonzentration in der Pflanze und wird winterhart. Dieser Prozess ist aber dringend notwendig für Winterkulturen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Winterraps oder einen Winterweizen im Frühjahr drill und danach kommt kein Frost, was passiert denn? Ja genau, passiert nichts. Also die Pflanze wächst, aber sie wird sich nicht vermehren, weil der Vernalisationsreiz fehlt. Und weil viele fragen immer, warum kann man das nicht im Frühjahr machen? Ja, zum anderen sind es dann andere Züchtungen. Es gibt einen Sommerraps oder es gibt einen Winterraps. Und zum anderen ist dieser Vernalisationsreiz dringend erforderlich. Das heißt, wenn ich einen Winterweizen im Frühjahr drille und der bekommt keinen Frost mehr, dann wird der keine Ähre mehr bilden. Das ist nun mal. Wir haben das vorletztes Jahr gehabt. Wir haben dann mal hier einen Biobetrieb in der Nähe und die hat tatsächlich Winterroggen im Frühjahr gedrillt. Den hat die Dame da stehen lassen und der wurde 2021 wurde der gedrillt im Frühjahr und ist nicht zustande gekommen und der wurde letztes Jahr 2022 gedroschen, weil dann über Winter einmal der Vernalisationsreiz kam und dann vermehrt die Pflanze sich. Also der ist dringend erforderlich. Also wir brauchen auch Winter für Winterkulturen, aber das sind schon ein paar Tage unter 5 Grad sind da schon ausreichend. Ne, alles unter 5 beginnt die Vernalisation oder beziehungsweise ist sie dann irgendwann abgeschlossen und alles über 5, dann dieser gleiche Prozess läuft dann sozusagen rückwärts. Wenn jetzt immer wieder warm und kalt wird und warm und kalt, dann passiert dieser Prozess mehrmals in der Pflanze innerhalb eines Winters. Das heißt, sie stoppt dann irgendwann wieder mit dem Wachstum und fängt dann irgendwann wieder an weiter zu wachsen. Ich zeige euch jetzt einmal noch kurz die Zwischenfrucht nach Weizen. Und dann sind wir erstmal durch. So, das wollte ich euch hier noch zeigen. Und zwar, ja, auch hier ist nach Weizen die Zwischenfrucht.
Wie ihr seht, ist nicht ganz alles hier abgefroren. Hier ist noch ein bisschen Klee, der hier durchkommt. Und hier verrückterweise, das was ihr hier seht, da haben wir gegrubbert. Ne? Hier haben wir den Streifen gegrubbert, weil wir hier so eine kleine Spur drin hatten. Da haben wir dann tatsächlich auch ein bisschen mehr. Hier auch, genauso. Haben wir ein bisschen mehr Außergetreide als im normalen Bestand. Jetzt muss man aber sagen, dieses Jahr war es ja auch so, die Zwischenfrucht ist relativ zeitig abgefroren. Ich glaube, im November war das ja schon so, als wir den Frost hatten. Ne, hier ist eine gute unterdrückende Wirkung. Und da muss man ja sagen, hat der Weizen natürlich einen gewissen Vorteil dann danach auch noch bekommen. Das heißt, die ist weggefroren und danach kam wieder Licht an die Pflanzen und im Dezember und Januar konnten die Weizenpflanzen ja nun weiter wachsen. Manchmal ist es so und manchmal ist es so im Jahr. Aber nichtsdestotrotz sieht es gut aus. Wir haben hier Gärreste auch noch geschlitzt gehabt im September. Auch eine sehr üppige Zwischenfrucht. Auf der anderen Seite haben wir den restlichen Mist noch ausgestreut im November. Die Sperrfrist für Mist ist ja erst ab 1.12. bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, bei kühlen Bedingungen kann man dann auch noch ein bisschen Mist ausbringen, was gar nicht so schlecht ist. Ansonsten hier haben wir auch einen sehr üppigen entwickelten Rettich gehabt, wie man hier sieht. Das sind schon sehr, sehr große Rettichpflanzen. Kann man die auch rausziehen. Aber wie ihr seht, der ist auch schön lang. Der hat den Boden gut gelockert. Das mit der Zwischenfrucht in Direktsaat ist natürlich immer abhängig von der Saatgutablage. Wir hatten hier auch optimale Bedingungen, muss man sagen, für uns optimale Bedingungen. Das heißt, wir hatten hier auf den Regen gewartet und sind dann direkt rein und der Boden war feucht. Und wir hatten hier eine wirklich gute Saatgutablage. Da drüben hat das auch noch sehr, sehr gut geklappt auf der anderen Seite. Ja, und je später das dann wieder wurde und die Böden wieder trockener wurden, desto schlechter ist das dann nachher auch wieder geworden. Und man muss auch sagen, bei der Zwischenfrucht, gerade da in der Mitte ist so ein Cut, das war nachher eine Woche später. Eine Woche Vegetation weniger ist nachher so krass der Unterschied, weil es dann einfach kühler wird, die Nächte werden kürzer und dann wachsen die Pflanzen einfach nicht mehr so lange. Ist ein Wahnsinnsunterschied. Das heißt, jeder Tag, in dem im Prinzip die Zwischenfrucht früher im Boden ist, ist Gold wert. Also nach wie vor, das Beste wäre immer noch direkt hinter Mähdrescher, direkt rein, zack, bam, fertig. Ne? Das wäre immer noch der optimalste Fall. Es ist kalt geworden in Deutschland. Muss ich echt sagen, wird ganz schön kalt hier. Das war es erstmal für die AKF. Wir sehen uns dann wieder, ja, in der nächsten Folge quasi. Und in Zukunft steht jetzt bald an. Die Vlogs gehen jetzt bald wieder richtig weiter. Wir müssen Bodenproben machen. Das heißt, wir gehen mit dem Farmlab los und gucken uns nochmal die Böden an. Dann müssen wir N-Min-Proben ziehen, weil Friedland ist jetzt, also beziehungsweise 70% von meinen Flächen sind jetzt rotes Gebiet geworden. Ich habe mich quasi aber eigentlich, muss man sagen, die letzten 3 Jahre so ein bisschen darauf vorbereitet. Wer unsere Regierung kennt, der weiß eigentlich, dass das logische Konsequenz war, dass das irgendwie passieren musste und konnte und sein wird. Also von daher habe ich fast mit gerechnet. 70% von meinen Flächen sind rotes Gebiet. Trifft mich nicht so brachial, würde ich jetzt in erster Linie mal sagen. Ich kenn die Regelungen so, habe mich damit schon ein bisschen länger beschäftigt, von daher alles gut. Ja, das machen wir, dann geht's los mit Gärreste. Wir wollen den Raps scannen mit dem Isaria-Scanner, der kommt dann auch in der Woche, in der ersten Februarwoche kommt der schon an. Ich glaube, der kommt diese Woche. Nächste Woche kommt der schon an und ich glaube, in der Woche darauf wird der dann raufgebaut. Gucken wir uns die Flächen mal an, scannen die schon ab. Und dann geht es auch bald richtig los. Und ich sage euch, Leute, sobald wir das erste Mal im Trecker sitzen, ab dann rennt die Zeit und wir laufen wieder nur noch hinterher. Bis dann erstmal. Ciao, ciao.